Oh! Au! Ah! Du lagst auf meinem Kopf, du Specht! Moin oder was? Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Schlappentour oder was? Heute wieder mal Wahnsinn geweckt worden von dem Scheißzelt, weil einfach freiwillig den Hang da runtergeknallt ist. Lecco Rocco! Der Specht lag Vollgas auf meinem Kopf drauf und das für 3 Minuten gefühlt. Moin oder was? Wir sind in Daugavpilz immer noch an der Sanddüne. Die anderen sind schon alle wach. Der Einzige, der schläft, ist unser lieber Holländer. Den machen wir jetzt wach. Oh, you f***ing weg! That was straight to my neck. That actually hurt. Oh, I'm sorry. What are we gonna do about this? I'd love to give you a drop kick right now. That would be so funny. Oh no, I really don't want to mess up with you. Ja, Musik. Alter Lackes! You destroyed the tent. Moin oder was und damit ab in die Stadt rein! Moin, sind jetzt in der Mitte von Daugavpilz angelangt, an einem richtig geilen Ghetto-Spot. Der sieht ziemlich genau so aus. Dann kennt ihr den Spot wahrscheinlich jetzt schon besser als wir. Wir schmeißen uns jetzt rein, gucken, was hier geht. Weißt wie ich meine. Alter. One bang. Ja, was? Ja, komm. Ja. Yes. Ja, jetzt endlich. Ja. Geil. Wild. Am Krampf im Bein vom Rennen. Alter Bär, ey. Yes! Sick! Ding. Und da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr hattet genug Spaß an dem Spot. Wir sehen uns gleich am nächsten wieder. 3, 2, 1, schön mit C wie Lachs Y. Nächster Spot! Das war ja mal maximal schlecht und scheiße. Die Viechers. Warte mal. So, wir sind jetzt hier an einem richtig geilen Russenspot angelangt. Endlich einer, so wollten wir das, Alter. Klassisch, russisch, lettisch, nee. Abgefuckt. Ja, also die klassischen Spots halt und dann gucken wir mal, was wir hier noch so machen können. Ja. Also mit den Russenspots hier kann man schon Spaß haben, auch wenn sie sehr ungewöhnlich sind für unsere Verhältnisse. Normalerweise haben wir so eine ganz normale Mauer oder einen Parcourspark und hier haben wir einfach Traktorreifen, aber ist eine Madness. Das sind so die ersten Parcours-Videos, die wir jemals gesehen haben. Einfach nur solche Locations hier und das ist einfach mal ein Wahnsinn, selbst da zu sein. Ein Fest mal der Natur. Selbst die scheiß Bars, die gibt's manchmal einfach nicht. Also die sind so beschissen, teilweise fehlen die einfach komplett. Jan hat eine geile Challenge gefunden, ich glaube Ette hat auch Bock. Und zwar geht es um diese beiden Autoreifen hier, die sportlicherweise eingebuddelt wurden. Und genau, man kann schon erkennen, was der Plan ist. Gainer von dem einen auf den anderen drauf sendet. Ja, Mann. Wovor habe ich jetzt Angst? Hä? Dreht diesen gleich kaputt, was ist hier los?
Digga, der war doch schon. Teste dich so ran. Mach immer so einen Gainer und land mit einem Fuß oben oder so, das geht doch bestimmt. Stimmung ist etwas angespannt, aber der wird. Ja, wird langsam immer ruhiger nach jedem Try. Könnte ein Ausraster bedeuten. Ich freue mich. Gut, ich habe mir jetzt noch eine Line überlegt, weil ich unbedingt an so einem großen Spot eine Line haben möchte, weil ich halt früher als erstes diese Spots immer gesehen habe. Das waren so die Anfänge des Parcours für mich, deswegen möchte ich eine Line machen und jetzt fangen wir einfach mal an mit dem Versuchen. Komm, Alter, One Bank. Ja. Alter, nein! Schade, Alter. Und irgendwie noch den Gainer rein auf gut Glück einfach mal. Probieren wir nochmal. Oh nein! Digga, der Boden ist auch instant rutschig, ne? Nochmal. Ja, Mann! Geil, Alter! Yes! Die macht mich auch nicht nur happy, weil das an einem großen Spot ist, sondern weil ich die echt geil finde, so wie sie ist. Ja, Mann. Ja, Mann. Was sagst du dazu? Das ist einfach pornös. Also meine Lieblingsline von Dwayne von dieser Tour. Neue Challenge, neues Glück. Wir haben Frontflip ausfindig gemacht. Jan ist schon auf dem Weg nach oben. Das sieht fantastisch aus hier. Hä? Fantastisch. Also, redet gar nicht mit mir, weißt du? Oben ist er. Schmeiß mal her, das Ding. Und da sehen wir uns oben wieder. Und jetzt sehen wir uns von aus dem Haus wieder. Hast du so gegriffen? Ja, glaub schon. Ja. Moin. Bei dem ganzen Staub, der auf dem Boden liegt, was hier alles für Farbe von der Wand abplatzt, da halten wir uns mal lieber bedeckt mit der Nase. Sicher ist sicher. Und nach Schimmel sieht das hier auch aus. Aber jetzt können wir uns den Front auch mal angucken. Hä? Ja, geht schon. Glaube ich. Das sieht aus wie eine alte Schule hier, weil hier stehen auch die ein oder anderen Schulbänke noch. Treppenhaus hinter uns. Da steht mein T-Shirt, ey. Na gut. Run-up genug hat er. Wäre nur blöd, wenn der Boden einbricht, ne? You fucking... Boah, Alter, da rutscht ja auch schon mal das Herz in der Hose. Auch wenn die Bude einem schon fast auf den Kopf fällt, gibt es natürlich immer irgendwas zu tun. Ne, so ist das halt, wenn man ein Haus hat. Jan hat in dem Fall einen Frontflip gefunden aus dem Fenster. Was sagst du? Hardcore. Sehr hoch, sehr schmal, aber leider auch sehr, sehr geil. Verdammt geil. Also so richtig geil. Schon eine absolute Madness. Yes. Alter, hiernach hast du so eine Asbestvergiftung, ne? Das sag Ich glaube, ich dir so, mache wie jetzt das- einfach. Was machst du? Ich glaube, ich jag jetzt einfach runter. Ja, hört sich gut an. Rein. Ich begebe mich auf Kameraposition. 3, 2, 1, Sandwich. 3, 2, 1, schnell einmal. Ich denke jede Sekunde an Max, Alter. No, 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 no! Fühle ich. Ich auch, ehrlich gesagt, bei jedem Frontflip jetzt. Ist da safe kein Loch außer da, wo wir waren? Digga, ich habe alles abgetrampelt. Es sind nur diese 2 Löcher da. Ja, komm. Yes! Ja! Biggest love to my fucking G-Max Ward, Digga. Oh, ich hatte so eine Angst wegen dem Fail von unserem G-Max, der sich bei genau so einer Landung letztens das Sprunggelenk gebrochen hat, aber Ja, Mann. so gut Sick, für Alter. mental, Digga, so gut, so gut. Ja, und wenn ich dann jetzt den Frontflip gemacht habe, würde ich auch gerne, aber bei mir ist die Gefahr, dass ich überdrehe, recht hoch. Ette pflichtet mir da glaube ich auch bei. Ja. Weil letztes Mal habe ich auch schon fast überdreht bei einem etwas niedrigeren, deswegen überlege ich zu hördeln, sprich einfach nur durchspringen, klein machen und versuchen, nicht zu berühren und dann halt runtersegeln. Ich hoffe, es klappt. Wenn nicht, seht ihr den Clip trotzdem gleich. Also. So, wie ihr seht, das ist die Position von Dwayne in der Luft.
Viel Platz nach oben ist nicht. Und wenn er nicht zu 100% klein ist, dann haut er sich den Kopf an. Ja, scheiß drauf Sandwich, oder? Ja, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich denke, ich bin mir zu 80% sicher, dass alles glatt läuft. Und das reicht. Ja! Alter, ja! Alter, ich hatte so fucking Angst, meinen Füßen hängen zu bleiben und dann notgedrungen Frontflip machen zu müssen. Ich hatte da so Angst, ich hatte dieses Bild schon im Kopf, ich bleib hängen und fliegt da irgendwie runter. Alter. Aber war safe noch Platz nach oben. War safe noch Platz alles, oder? Ja. Bis auf die Brennnessel bei der Landung geht's noch ganz gut. So, das wurde jetzt hier noch mal ein bisschen wilder als gedacht in Stauder-Pilz. Für uns gibt es jetzt eine ewig lange Fahrt. Wir wissen noch nicht, wie viele Kilometer und wie viele Stunden. Auf jeden Fall Richtung 1010. Was? 1000 Kilometer und 10 Stunden. Okay, wir wissen nicht, wie viele Stunden und Kilometer. Ja, 10 Stunden, 1000 Kilometer. Die ganze Strecke machen wir heute noch nicht. Auf jeden Fall irgendwo Richtung Süden, wo das Wetter nämlich die nächsten Tage deutlich besser sein soll. So. Sendet ins Auto rein. Fuck. Ist 5 Stunden im Auto gewesen. 340 Kilometer haben wir geschafft in 5 Stunden. Wahnsinn, polnische Straßen, beste Leben. Sind von Saufstadtpilz, ich mein Stauderpilz losgefahren. Oder hieß er anders? Daugavpilz. Dann sind wir losgefahren und jetzt sind wir in Augustów. Klassiker. Nordostpolen. Und jetzt wird geschlafen. Morgen wird weiter gesendet. Es ist 6:40 Uhr am Morgen. Die Meinungen über die Uhrzeiten spalten sich. 50% finden das obergeil, 50% finden das oberscheiße und der Holländer ist nur am Reklamieren. Scheiße. Fucking Deine Mutter. Schimmel. Es ist nicht eine gute Time aufstehen. Franzi, Junge. Aber was willst du machen, wenn du nur 6,5 Stunden fahren musst, ne? Dann musst du eben früher aufstehen. Also rein in die Karren. So, wir sind jetzt hier in Breslau angekommen, sind an einem absolut legendären Spot. Den kennt man tatsächlich sehr, weil hier das Gap, hier wurde schon mal was komplett Insanes geschmissen, und zwar ein Double Side, to Cut, Dub Full, geht nicht. Hier mal kurz der Clip. Und hier sind wir wieder, und da wir das alle nicht können, müssen wir ja irgendwas Innovatives hier reinjagen. Und was liegt da näher als I Need a Hero, Dive über das Gap in das steinharte Gras da vorne rein, Rücken brechen, geiler Vlog, rein da. Weich ist das wirklich nicht. Tut mir leid für Leon, dass er jetzt schon gesagt hat, da muss er jetzt auch ziehen. Genauso läuft das jedes Mal ab. Einer hält die Kamera drauf, der andere verplappert sich und sagt, er macht die Dive voll, ist ja kein Thema. Und dann muss er halt, weil was auf Cam ist, kann man auch immer gegen jemanden verwenden. Das wisst ihr, wie ich meine. Da gibt es echt kein Zurück mehr, würde ich sagen. Das ist ja alles umsonst hier. Schon 2 Clips aufgenommen, also die zu verschwenden wäre wirklich Schabernack. Ich werde jetzt erst einmal als Prep den Frontflip machen, aber auch der ist schon ziemlich ordentlich, weil das schon ein gutes Gap ist. Aber das sollte auf jeden Fall locker drin sein. Die Dive, das sehen wir später. So, hat Spaß gemacht, jetzt gebe ich das Ganze in allein rein da. Was eine Madness. Also dafür, dass er mal eben spontan war, um den Front, um die Dive voll zu preppen. Hut ab. Ich finde mein Homeboy hier hinten auch. Eins. 2. Ob 2 Pullis ein menschliches Leben retten können bei einer Insane Dive Roll, wir werden es gleich herausfinden. Bis gleich. Ich will es mir jetzt schon Ohrenopsen ab, aber ich glaube 3 Pullis sind doch noch smarter als
2. Wir gucken mal, das was bringt. Also ehrlich, das tat jetzt schon sehr weh. Bisschen Schwund. Nur in dem Ansatz. Eher Beton. Schon ziemlich geisteskrank, Alter. Ich das erste Mal das Gefühl, dass das nicht gut gehen kann eigentlich. Ja, das hatten wir aber schon öfter als Szenarion. Hab einen Prep gefunden, Boden ist eigentlich noch beschissen als da hinten. Aber das ist ja eigentlich ganz gut. Wird so wehtun. Also wenn es wirklich mal dazu kommt, dass gepreppt wird, wirklich serious gepreppt wird und man die Beschwerden da in Kauf nimmt, dann heißt es immer, dass die Main-Aktion scheppert. Kann man ja das formulieren, es wird scheppern, es gibt kein Drumherum, muss geschehen, wird passieren. Bin da immer noch geisteskrank optimistisch, dass alles glatt laufen wird. Digga, ist irgendwas Hartes in meinen Kopf reingejagt. Aber da muss da unten ja nicht auch liegen, weißt du? Wie war der Rest denn des Rückens? Easy. Ist aber auch nicht vergleichbar mit da. Aber doch schon. Also in meinen Augen ist das fast das gleiche, also kann ja noch direkt machen eigentlich. Bin ganz froh, dass ich das nicht machen muss heute. Bin generell froh, dass ich die Dive Falls nicht machen muss. Wenn ich nicht die Hände zuerst aufsetze, sondern ein bisschen verkacke und mit dem Rücken zuerst da drauf jagt, Digga, mich tot, ehrlich. Also sagst du, ist nicht? Glaub nicht. Okay. Ich korrigiere meine Kann- und sonstigen Aussagen dann zu, ist nicht drin. Landung zu hart, Jan sagt, der damit seinen Rücken. Das ist einfach was wir nicht brauchen. Gucken, was dir sonst noch so geht. Aber an und für sich wäre es schon eine verdammt geile Aktion. Ich habe noch so ein bisschen mit Jan gesprochen. Er ist wieder im Preppen drin. Es ist insane abgefuckt, es ist geisteskrank, aber den Spot kennt man. Jan preppt wieder und ich bin noch optimistisch, dass es passieren wird. Und ich wünsche es mir von ganzem Herzen. Jan ist verrückt und er packt das. Ja, komm. Ja? Glaub schon. Ja. Der hat den. Jans fucking Flipping 4. Komm, Junge! Komm! Digga, du hast den. Mir geht langsam auch echt die Pumpe. Also immer mehr. Aber der hat den. Sendet! Komm, Junge, rein! Sendet, Alter! Ja! Das sind Kopfschmerzen. We did this, so let's see what's up. Alles gut? Dive Roll oder Körper, da bin ich mir gerade noch nicht sicher. Wie geht's am Rücken? Komplett gut, nur ein bisschen am Kopf gekriegt. Also, dass da einer am Helm hast, das wussten wir schon. Aber ich glaube, so wild ist es nicht. Ich glaube, alles easy. Weiß aber fast perfekt, aber mit dem Kopf war halt blöd. Ich glaube, auch im Hinterkopf hat noch nie jemandem geschadet, ne? Normalerweise hast du halt nach dem Sprung direkt Adrenalin und merkst es erstmal nicht und bist dann erst nach 2-3 Minuten so, oh fuck, mir tut eigentlich alles weh. Aber wenn er jetzt schon seinen Kopf so hält, dann sieht das nicht so gut aus. Okay, er sagt das Gegenteil, perfekt. You still alive, fam? Digga, komm, lass mich einfach kommen. You haven't died, you just have a mild concussion? Yeah, mild concussion, but nothing more, nothing less. Alter, ich hab mir fast in die Hose geschissen dabei. Ne? Ich dachte die ganze Zeit, wenn sowas passiert, das geht voll auf meine Kappe, weil ich so was von darauf gestanden habe, dass wir das machen müssen. Ne? Das war so, als hätte ich selbst gesendet. Fast wäre das Video auch mal dahin geendet. Da warst du aber kurz einmal weggetreten, oder? Oh fuck, I think it was that close to be perfect. I don't feel anything in my back. It's just that my head took a little hit. Nothing more. I can't imagine not feeling my back after doing something like that, but yeah, fuck it, sick. Said it anyway. Komm, du hast ihn. What could go wrong ist dein Motto. Sehe ich auch so. Send it! Und los. Komm! Komm! Oh, ey. Also da ging mir persönlich auch einer ab. Ja, er war nicht von den Toten. Also da ist die Gehirnerschütterung wie weggeblasen, so geil ist das. Schön durch den Baum durchgejagt, runter. Das ist so Action, ne? Guck mal, was Dwayne sagt. Viel zu viel reingegeben. Ich hätte nur die Hälfte gebraucht eigentlich. Schon wieder Angst gehabt vor nichts eigentlich. Das war lächerlich. Also ich hätte safe auf die Mauer. Ich glaube, ich probiere auch nochmal auf der Mauer zu landen jetzt. Wäre deutlich geiler. Also noch eine Runde. So, ihr habt Dwayne gehört. Er macht das Ding nochmal. Anderes Objektiv ist drauf. Anderer Shot von der Brücke. Let's go.
Alter, was ein Scheiß da, ey! So, jetzt hier 20 Minuten später, muss ich zugeben, war schon eine leichte Kopflandung. Gehirnerschütterung habe ich aber glaube ich nicht. Aber ganze Aufregung, Adrenalin, die 3 Pullis, die ich anhatte, das macht sich alles jetzt zu bemerken oder bemerkbar. Aber bin happy mit der ganzen Nummer, also das war schon ordentlich und jetzt kann die Tour auch weitergehen. Und jetzt habe ich Bock auf den Banger hier, das kann ich euch sagen. Tschö. Ja, ich probiere das jetzt nicht nochmal mit der Betonmauer, hat sie erledigt. Die anderen meinen auch alle, lohnt sie nicht. Im Endeffekt haben sie recht, das wäre eine unnötige Spielerei. Wir gehen uns jetzt nochmal die Stadt hier anschauen, vielleicht ist es schön, vielleicht nicht. Scheiß Mücke. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit einem schönen Edit noch. Ha! So, das war's für heute. Wir gehen jetzt hier noch in der Innenstadt was essen und dann gehen wir pennen und dann schauen wir, was morgen noch so geht.